Diesen wunderschönen Cardigan habe ich von oben nach unten bzw. von hinten nach vorne gehäkelt. Die ganz sanfte A-Linie sowie die schmalen Ärmel strecken die Figur. Das Design ist sehr extravagant, denn es handelt sich von der Machart her eher um ein Cape mit Ärmeln und nicht um eine gewöhnliche Jacke. Das bedeutet, dass diese Jacke nicht genau auf Figur gemacht ist, sondern mehr Weite braucht als eine gewöhnliche Jacke, um so schön zu fallen. Ich habe die beige Jacke aus einer glatten Naturfaser ohne Perlen mit Knebelknöpfen aus Holz gehäkelt und die türkise Jacke aus einem unregelmäßig strukturierten Mischgarn aus Leinen, Baumwolle und Viskose mit passenden Holzperlen und runden Knöpfen. Ihr findet daher im Video 2 Materialseiten, bevor ich mit dem Häkeln beginne. Die Anleitung beginnt für alle Größen gleich. Die Angaben von Größe 36 bis 50 erscheinen immer dann im Video, wenn sie gebraucht werden. Viele wunderschöne von mir persönlich handgearbeitete Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Online-Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Ich verwende eine Häkelnadel Nummer 3,5 und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen. Und in den Ring häkle ich 9 Stäbchen, so dass wir insgesamt 10 Stäbchen haben. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, ich ziehe den Ring aber nicht zusammen. Und wenn ich insgesamt 10 Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe inklusive Ersatzstäbchen 10 Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Die sind immer das erste Stäbchen und ich häkle in dieselbe Masche, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, noch ein Stäbchen und ich häkle in jede vorhandene Masche 2 Stäbchen. Wir erhalten insgesamt 20 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis jetzt 18 Stäbchen gehäkelt. Ganz wichtig, die letzten 2 Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln, nicht weiter unten einstechen, damit der Rand entspannt bleibt. Wir wenden die Arbeit, wir häkeln 3 Luftmaschen und wir häkeln in jedes Stäbchen ein Stäbchen
und wir erhalten wieder 20 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe wieder 20 Stäbchen gehäkelt. Ganz wichtig, das letzte Stäbchen immer in die dritte Luftmasche häkeln. Diese Reihe kann sich ein bisschen zusammenziehen, das macht nichts, das ist bei mir auch so. Das gleicht sich in der nächsten Reihe wieder aus. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen und diesmal verdoppeln wir dieses Randstäbchen und auch das am Ende der Reihe nicht, sondern nur die Stäbchen, die dazwischen liegen. Da häkeln wir in jedes Stäbchen 2 Stäbchen und wir häkeln bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Stäbchen verdoppelt, bis auf das erste und auch das letzte verdopple ich nicht. Ich häkle also nur ein Stäbchen in die dritte Luftmasche und es ergeben sich genau 38 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln zunächst 3 Luftmaschen. Die sind unser Randstäbchen. Die nächste Masche lassen wir aus und in die übernächste Masche häkeln wir ein Stäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist ein V. Wir überspringen eine Masche und in jede zweite Masche häkeln wir ein V. Ein V besteht aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen in dieselbe Masche. Und das machen wir, wie gesagt, in jede zweite Masche. Und es ergeben sich genau 18 V. Und am Ende bleibt nur das Randstäbchen übrig. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe bleibt nur das Ersatzstäbchen übrig und hier häkeln wir ein Stäbchen in die dritte Luftmasche, sodass wir auch hier ein Randstäbchen haben. Ganz wichtig, es müssen 18 V sein. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und wir häkeln in jedes V ein neues V, aber diesmal häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Wir springen ins nächste V und häkeln ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Die Vs befinden sich also in den Vs der Vorreihe und es ergeben sich wieder 18 V und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 18 V gehäkelt, nicht vergessen am Ende in die dritte Luftmasche das Randstäbchen häkeln. Wir wenden die Arbeit, wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und wir häkeln diesmal in die Vs ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Ins nächste V springen und ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen häkeln. Es ergeben sich wieder 18 V und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 18 V mit 3 Luftmaschen gehäkelt
und am Ende das Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit und häkeln eine absolut identische Reihe. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln wieder in jedes V ein neues V mit 3 Luftmaschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe wieder 18 V und das Randstäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit, wir starten mit 3 Luftmaschen und ich häkle in das erste V 4 Stäbchen. Sodass wir insgesamt 5 Stäbchen haben. Dann häkle ich eine Luftmasche und in alle folgenden Vs häkle ich 5 Stäbchen. Und immer dazwischen eine Luftmasche. Das letzte V häkeln wir dann wieder ein bisschen anders, aber im Moment in jedes V 5 Stäbchen und nicht vergessen eine Luftmasche dazwischen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier habe ich eine Luftmasche gehäkelt und in die letzte Lücke häkeln wir 4 Stäbchen und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens, sodass wir jetzt 18 Fünfergruppen haben. Wir wenden die Arbeit, wir häkeln 3 Luftmaschen und auf jedes vorhandene Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen und immer zwischen den Gruppen eine Luftmasche. Das heißt, wir erhalten wieder 18 Fünfergruppen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe beendet. Ganz wichtig, alle Strahlen müssen gleich viele Stäbchen haben. Im Moment haben wir 5. Wir haben jetzt 10 Reihen gehäkelt. Das ist die Basis der Jacke und ab jetzt beginnt der Mustersatz und der Mustersatz besteht aus 3 Reihen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen und wir verdoppeln das erste Stäbchen. Und dann häkeln wir auf die anderen Stäbchen ein Stäbchen. Sodass wir jetzt 6 Stäbchen haben. Wir häkeln eine Luftmasche und wir verdoppeln bei jedem Strahl das erste Stäbchen und auf alle anderen Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen und zwischen den Strahlen immer die Luftmasche. Und das machen wir bei allen 18 Strahlen so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Alle Strahlen haben jetzt 6 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen
und verdoppeln wieder das erste Stäbchen und häkeln wieder auf alle anderen Stäbchen ein Stäbchen, sodass alle Strahlen 7 Stäbchen erhalten. Und wir häkeln auch hier eine Luftmasche und immer das erste Stäbchen verdoppeln. Und das machen wir bei allen Strahlen gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Wir haben jetzt 7 Stäbchen bei jedem Strahl. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen und in der dritten Musterreihe machen wir keine Zunahmen, das heißt, wir häkeln auf jedes Stäbchen, das vorhanden ist, ein Stäbchen und die Anzahl der Stäbchen bleibt in dieser Reihe gleich wie in der Vorreihe. Die Luftmasche bleibt immer gleich und wir häkeln alle Strahlen mit Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und jetzt beginnt der Mustersatz von neuem. Er besteht wie gesagt aus 3 Reihen. In der ersten Musterreihe verdoppeln wir das erste Stäbchen, in der zweiten Musterreihe verdoppeln wir auch das erste Stäbchen und in der dritten Musterreihe machen wir keine Zunahmen. Das heißt, pro Mustersatz werden die Strahlen um 2 Stäbchen breiter. Und diesen Mustersatz wiederholen wir so lange, bis 3 solche Strahlen das angegebene Maß erreicht haben. Das ist dann die Ärmelbreite. Wir haben 3 Strahlen für ein Vorderteil, 3 Strahlen für einen Ärmel, 6 Strahlen für das Rückenteil, 3 Strahlen für den zweiten Ärmel und 3 Strahlen für das zweite Vorderteil. Also einfach irgendwo in der Mitte drin 3 Strahlen messen, so gerade von Lücke zu Lücke messen. Im Moment sind wir ungefähr bei 11 cm und wenn die Ärmelbreite für euch erreicht ist, dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für die Größe 40-42 die benötigte Ärmelbreite erreicht. Ich habe hier ungefähr 31 cm über 3 Zacken und ich habe eine Passenhöhe von circa 38 cm vom Mittelpunkt in einem Strahl nach außen gemessen. Ich schreibe euch Richtwerte für eure Größe oben in die Ecke und damit ihr eine Anprobe machen könnt, müsst ihr zunächst folgende Einteilung vornehmen. Wir haben hier 3 Strahlen für das erste Vorderteil, 3 Strahlen für den ersten Ärmel, 6 Strahlen für das Rückenteil, 3 Strahlen für den zweiten Ärmel und 3 Strahlen für das zweite Vorderteil. Dann klappt ihr euch die Jacke so zusammen, wie sie später getragen wird. Und dabei müssen diese Klammern ganz genau aufeinander passen. Hier sind die Vorderteile und hier sind die beiden Ärmel. Und dann nehmt ihr die Klammern heraus und steckt durch beide Lücken durch einen Maschenmarkierer. Das macht ihr auf beiden Seiten und dann könnt ihr hineinschlüpfen. Und wenn das locker passt, dann ist
es soweit, dass wir die Ärmel abteilen können. Und wenn es noch zu knapp ist, müsst ihr noch 1, 2 Reihen hinzufügen. Und immer wieder anprobieren, bis das passt. Und wenn es passt, dann stellt ihr die ursprüngliche Einteilung wieder her. Und dann können wir die Ärmel abteilen. Im Moment gibt es noch keine schöne Seite, die bestimmen wir erst später. Und für die Abteilung der Ärmel mache ich eine Reihe feste Maschen. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle ins erste Stäbchen eine feste Masche und häkle in jeden vorhandenen Maschenkopf eine feste Masche. Und auch in die Lücke zwischen den Strahlen häkle ich eine feste Masche und wir häkeln die ersten 3 Strahlen bis zur Klammer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die ersten 3 Strahlen gehäkelt, lauter feste Maschen auch in die Lücken. Und hier war die Klammer vorher, auch in diese Lücke häkle ich eine feste Masche. Dann lassen wir 3 Strahlen aus für den Ärmel, entfernen die Klammer und ich häkle auch hier in die Lücke eine feste Masche. Und dann häkeln wir 6 Strahlen mit festen Maschen. Auch in die Lücken immer eine feste Masche und bei der nächsten Klammer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe 6 Strahlen gehäkelt. Hier haben wir den Ärmel abgeteilt. Die Klammer habe ich entfernt. Ich häkle eine feste Masche in die Lücke, überspringe 3 Strahlen für den zweiten Ärmel, häkle auch hier in die Lücke eine feste Masche und dann häkeln wir die Reihe zu Ende. Es müssen genau 3 Strahlen übrig sein und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe feste Maschen gehäkelt, ganz wichtig auch in das Ersatzstäbchen, in die dritte Luftmasche, eine feste Masche häkeln. Jetzt wenden wir die Arbeit und die nächste Reihe, das wird eine Reihe auf der schönen Seite. Also einfach die Ärmel umdrehen und wir befinden uns jetzt also auf der schönen Seite und hier häkeln wir eine Reihe mit Perlen. Ich starte mit einer Luftmasche und häkle sofort in den ersten Maschenkopf die erste feste Masche und dann häkle ich noch 4 feste Maschen daneben, also 5 feste Maschen. Und immer nach 5 festen Maschen häkeln wir eine Perle ein. Dazu holt ihr den Faden ein bisschen herauf, nehmt euch die dünne Häkelnadel, steckt eine Perle drauf, nehmt den Faden wieder auf und zieht den Faden durch die Perle durch. Dann nehmen wir wieder die normale Häkelnadel. Wir häkeln eine Luftmasche und dann in die nächste Masche wieder die erste feste Masche und dann wieder 5 feste Maschen nebeneinander und dann die nächste Perle einarbeiten und das machen wir bis wir unter dem Arm ankommen
und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle 5 Maschen eine Perle eingehäkelt und jetzt schaut ihr, wie viele feste Maschen sich bis zur Lücke ergeben. Bei mir sind es zufällig wieder 5. Das kann aber auch eine andere Zahl sein, zum Beispiel 2, 3, 4 oder auch 6. Das spielt keine Rolle, denn unter dem Arm würde ich keine Perle einhäkeln. Wir häkeln jetzt dieselbe Anzahl, die hier übrig geblieben ist, auf der anderen Seite. Bei mir sind es zum Beispiel 5 feste Maschen und hier starten wir wieder mit der ersten Perle und das machen wir bis zum nächsten Armloch und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem zweiten Arm angekommen und theoretisch müssten sich hier wieder gleich viele feste Maschen ergeben wie auf der anderen Seite. Und wir springen hinüber zum Vorderteil, häkeln wieder dieselbe Anzahl feste Maschen. Unter dem Arm würde ich keine Perle einhäkeln und dann häkeln wir wieder in jede 5. Masche eine Perle und es müsste sich so ausgehen, dass das zweite Vorderteil gleich aussieht wie das erste. Sollte es um eine Masche nicht stimmen, ist das kein Problem, das sieht man später nicht mehr. Und wenn ihr die Reihe zu Ende gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln noch eine Reihe fester Maschen und hier an diesem Faden erkennt ihr, dass wir auf der Rückseite sind. Wir beginnen mit einer Luftmasche und häkeln in die erste feste Masche wieder eine feste Masche und wir häkeln immer in jeden Maschenkopf eine feste Masche und die Perle einfach nach vorne drücken und genau achten, direkt nach der Perle wieder die erste feste Masche häkeln. Und zwischen den Perlen sind ja immer 5 feste Maschen. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe eine Reihe fester Maschen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit und jetzt häkeln wir einen kleinen Mustersatz, der besteht aus 4 einfachen Reihen und die werden dann stets wiederholt. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und wir häkeln in jede feste Masche ein Stäbchen. Und wir achten in dieser Reihe darauf, dass wir auf eine ungerade Anzahl Stäbchen kommen, inklusive Ersatzstäbchen. Sollte sich bei euch eine gerade Maschenzahl ergeben, könnt ihr unter einem Arm 2 Stäbchen in eine Masche häkeln. Also einfach ausgleichen und schauen, dass ihr auf eine ungerade Anzahl Stäbchen kommt, inklusive Ersatzstäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe eine ungerade Anzahl Stäbchen gehäkelt. Bei mir sind es zum Beispiel 235 Stäbchen. Die Zahl kann bei euch natürlich anders sein, aber sie kann euch als Richtwert dienen. Und wir wenden die Arbeit. Die zweite Musterreihe besteht aus Kästchen. Wir häkeln
3 Luftmaschen, die zählen als Stäbchen und eine Luftmasche für den Abstand. Wir lassen ein Stäbchen aus und häkeln in jedes zweite Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Die Kästchenreihe immer ein bisschen auseinanderziehen, die zieht automatisch ein bisschen zusammen und wichtig, immer in die dritte Luftmasche das letzte Stäbchen häkeln, bei allen 4 Musterreihen. Wir wenden die Arbeit und jetzt folgt wieder eine Reihe Stäbchen. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln in jede Lücke ein Stäbchen und auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und es muss dabei dieselbe Anzahl Stäbchen herauskommen wie in dieser Stäbchenreihe. Die Maschenzahl bleibt nun stets unverändert und wir häkeln die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Beim letzten Kästchen machen wir es so, wir häkeln ein Stäbchen in die Lücke, dann schauen wir, wo die dritte Luftmasche von unten ist und da häkeln wir das letzte Stäbchen hinein. Wie gesagt, die Maschenzahl bleibt immer unverändert. Wir wenden die Arbeit und die 4. Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen und in dieser Reihe brauchen wir ein einzelnes Stäbchen, weil das Muster normalerweise eine gerade Anzahl braucht. Wir haben aber eine ungerade Anzahl und darum häkle ich in die nächste Masche ein Stäbchen und dann häkle ich immer 2 überkreuzte Stäbchen. Das bedeutet, wir lassen eine Masche aus, häkeln in die zweite Masche ein Stäbchen und dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Dann immer genau schauen, immer die nächsten 2 freien Maschenköpfe verwenden. Nicht aus Versehen sozusagen rückwärts arbeiten und einen Maschenkopf doppelt verwenden. Das wäre dann nicht richtig. Also genau schauen, die nächsten beiden freien Maschenköpfe verwenden, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und falls ihr dieses einzelne Stäbchen am Anfang der Reihe mal vergessen solltet, dann könnt ihr das auch am Ende der Reihe noch häkeln. Das spielt keine Rolle. Also ihr müsst dann nicht die ganze Reihe noch einmal aufmachen. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und auch hier habe ich in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens ein Randstäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit und nun wiederholen wir diese letzten 4 Reihen. Jetzt kommt wieder eine Stäbchenreihe, genau gleich wie hier. Einfach in jedes vorhandene Stäbchen wieder ein Stäbchen häkeln. Die Maschenzahl bleibt immer unverändert. Dann folgt eine Kästchenreihe, dann wieder eine Stäbchenreihe und dann eine Reihe mit überkreuzten Stäbchen.
Ein Mustersatz besteht aus 4 Reihen und die wiederholen wir jetzt so lange, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und wir messen von ganz oben vom Punkt, wo wir begonnen haben, gerade hinunter, und wenn die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder und wir enden mit einer Stäbchenreihe. Willkommen zurück, meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe mit einer Stäbchenreihe geendet. Ich befinde mich auf der schönen Seite. Und jetzt bearbeiten wir die vorderen Kanten der Jacke und dazu habe ich jetzt auf eine Häkelnadel Nummer 4 gewechselt, also eine halbe Nummer mehr, damit die festen Maschen, die wir jetzt machen, nicht winzig klein werden. Ich häkle zunächst eine Luftmasche und dann häkle ich um jedes Randstäbchen herum 2 feste Maschen. Immer von Randstäbchen zu Randstäbchen springen und 2 feste Maschen häkeln, auch oben in den Anfangsring 2 feste Maschen häkeln und dann wieder hinunter bis zum unteren Rand der Jacke. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe fester Maschen gemacht. Ich bin wieder am unteren Rand der Jacke angekommen. Hier, wo diese 3 Reihen mit den festen Maschen sind, habe ich am Rand nur eine feste Masche pro Reihe gemacht. Und bevor wir zurückhäkeln, müssen wir die Knopflöcher einteilen. Ihr müsst immer zuerst das oberste Knopfloch einteilen und dann die anderen im selben Abstand. Ich mache nur 3 Knopflöcher im oberen Bereich und den unteren Bereich der Jacke lasse ich offen als Richtwert. Ich habe vom Anfangspunkt bis zum ersten Knopfloch ca. 33 cm gemessen und dann im Abstand von ca. 7 bis 8 cm die weiteren Knopflöcher markiert, und wenn ihr dann die Knopflöcher häkelt, schaut ihr, dass hier dazwischen gleich viele feste Maschen sind. Und jetzt häkeln wir wieder eine Luftmasche und starten im ersten Maschenkopf mit der ersten festen Masche und häkeln bis zur ersten Klammer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beim obersten Knopfloch angekommen. Ich entferne die Klammer. Ich mache nur 2 Luftmaschen, überspringe 2 Maschen und häkle mit festen Maschen weiter bis zur nächsten Klammer. Die Größe des Knopflochs hängt natürlich von der Größe der Knöpfe ab und zählt hier die festen Maschen bis zur nächsten Klammer, und die anderen Knopflöcher oder das dritte Knopfloch macht ihr dann im selben Abstand. Und dann häkeln wir noch eine Reihe feste Maschen drüber und in die Knopflöcher machen wir gleich viele feste Maschen, wie wir Luftmaschen gemacht haben. Und dann werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 3 Reihen feste Maschen gehäkelt
und ich habe einen Ärmel vorbereitet und ich habe den Ärmel ganz gerade gehäkelt ohne Abnahmen und ich habe ihn im selben Muster gehäkelt wie die Jacke, dieselben 4 Musterreihen. Wir beginnen unter dem Arm auf der schönen Seite der Jacke. Und hier seht ihr die Lochreihe, die hier verläuft, und in dieser Lochreihe in der Lücke schlinge ich neu an. Ich verknote den Faden. Ich steche in dieselbe Lücke noch einmal ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen. Die sind unser erstes Stäbchen und dann häkle ich in jeden Maschenkopf ein Stäbchen und auch in die Lücken häkle ich immer ein Stäbchen und ich achte darauf, dass ich auf eine ungerade Maschenzahl komme und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder unter dem Arm angekommen und auch hier habe ich in die Lücke noch ein Stäbchen gehäkelt und auch in alle anderen Lücken. Bei mir haben sich zum Beispiel 61 Stäbchen ergeben, inklusive Ersatzstäbchen. Die Zahl kann bei euch anders sein, aber es muss eine ungerade Maschenzahl sein. Und jetzt wenden wir und wir häkeln, wie gesagt, dieselben 4 Musterreihen wie bei der Jacke in Reihen. Also jetzt kommt eine Kästchenreihe, dann eine Stäbchenreihe, dann eine Reihe mit überkreuzten Stäbchen und dann wieder eine Reihe Stäbchen. Und wir enden mit einer Reihe Stäbchen, wenn der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und dann den Faden noch dran lassen. Damit können wir die Ärmelnaht schließen und dran denken, vor allem im oberen Bereich die Kästchenreihe immer auseinanderziehen. Und wenn euer Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Ärmel ganz gerade hinunter gehäkelt und ich habe die Jacke umgedreht, sodass die schöne Seite innen ist. Und jetzt schließen wir die Naht. Ich häkle eine Luftmasche und dann häkle ich um die Randstäbchen herum immer 2 feste Maschen und achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Und ich habe übrigens mit einer Stäbchenreihe geendet. Und wenn ihr die Naht geschlossen habt, macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich. Dann müsst ihr nur noch die Fäden vernähen, die Knöpfe annähen und dann ist unsere tolle Jacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses außergewöhnlichen Cardigans und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Und wie gesagt, falls ihr ein besonderes Geschenk sucht,
Schaut gerne in meinem kleinen Online-Shop vorbei. Eure Karin aus dem Ländle.